Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe es ja schon in einem der letzten angekündigt und dachte, dass ich einmal ein Review-Video mache, wo ich euch darüber so ein bisschen berichte, wie jetzt das erste Jahr für uns hier in Norwegen war. Also für alle, die es noch nicht wissen, wir sind letztes Jahr im September mit unserer gesamten Familie, das sprich mein Mann und meine beiden Töchter, hier nach Norwegen umgezogen. Wir leben im Südwesten von Norwegen an der Küste in der Stadt Stavanger. Das ist die viertgrößte Stadt Norwegens. Und ja, also wer hier zum Teil schon meinen Nordlichter-Podcast mithört, der kriegt natürlich die ganze Zeit Details über die Auswanderung und wie sich das für uns teilweise so angefühlt hat und was wir hier entdeckt haben und so weiter. Das könnt ihr gerne alles in den Folgen hören oder nachhören. Und in dem Video hier soll es aber so ein bisschen mehr um das Gesamte gehen, wie sich das jetzt hier so entwickelt hat. Und ja, fangen wir einfach mal an. Ich habe mir jetzt hier auch kein großes Konzept gemacht. Ich wollte das so recht spontan mit euch Revue passieren lassen. Und fangen wir also an. Wir sind eben, wie gesagt, im letzten Spätsommer hier nach Norwegen ausgewandert. Die Details, wie gesagt, könnt ihr alle in dem Podcast nachhören. Und unsere Familie ist also so, dass meine große Tochter noch online studiert. Für sie war das jetzt keine wahnsinnig große Umstellung hier. Für unsere jüngere Tochter, die jetzt 14 ist, die ist hier in die Schule gegangen und wir hatten uns damals eben auch entschieden, dass sie hier in die norwegische Schule geht, die A, 3 Häuser weiter von uns ist und B, weil wir gesagt haben, wenn wir tatsächlich für immer hier in diesem Land bleiben wollen, was wir tatsächlich, Spoiler Alert, immer noch nicht wissen, dann soll sie auch direkt hier in die norwegische Schule gehen und Norwegisch lernen, weil es gibt hier zwar internationale Schulen, aber man ist dann doch sehr viel stärker in dieser Expat-Bubble drin und ja, was wir so mitgekriegt haben, kommt dann auch gar nicht so sehr da raus. Ja. Was ist anders jetzt zu Deutschland? Was ist anders in Norwegen zu leben? Wie war das erste Jahr? Also zum einen muss man sagen, dass man ja vielleicht so ein bisschen denkt, ach naja, Norwegen, Skandinavien ist ja fast so ähnlich wie Deutschland, weil kulturell vordergründig erstmal nicht so riesen Unterschiede zu sein scheinen, wie beispielsweise wenn man jetzt nach Spanien geht oder nach Dubai oder Japan oder weiß ich nicht was. Tatsächlich sind die Unterschiede aber schon auch da und die bekommt man dann auch relativ schnell mit, was einen dann vielleicht, oder in dem Fall muss ich sagen, mich erstmal so ein bisschen irritiert oder irritiert hat. Also weil was hier tatsächlich der Fall ist, ist, dass die Leute sehr introvertiert sind. Also sie sind, wenn man jetzt in die Geschäfte kommt, sehr freundlich. Ist es hier immer eine große Freundlichkeit, aber man begegnet jetzt keinem auf der Straße und quatscht miteinander. Also das mag sein, dass es in ländlichen Gebieten ein bisschen anders ist, aber hier jetzt bei uns in der Stadt ist es eben so, dass die Norweger sehr stark unter sich sind, sehr stark in ihren Familienverbünden. Die meisten hier haben irgendwie auch eine Hütte auf dem Land, wo sie dann am Wochenende oder in den Ferien immer hinfahren. Und ja, man da eigentlich immer sehr separiert ist auf eine bestimmte Art und Weise. Also gar nicht unfreundlich, aber es ist eben so, die bewegen sich in ihren familiären Strukturen oder auch in Freundesstrukturen, die schon seit der frühesten Schulzeit bestehen. Das ist also nicht so einfach, jetzt hier zu sagen, ach, ich gehe nach Norwegen und habe gleich norwegische Freunde. Also das funktioniert hier meines Erachtens gar nicht oder wenn, dann wahrscheinlich erst nach einer relativ langen Zeit. Es ist auch mehr so, dass man dann in so Zweckgeschichten oder Hobbygeschichten die Leute besser kennenlernt. Also wenn man jetzt zusammen wandern geht oder, also mein Mann ist beispielsweise in so einem Backgammon-Club hier, dann kommt man schon stärker in Berührung mit anderen, aber es läuft immer alles auf einer recht abgegrenzten Ebene ab. Also wie gesagt, nicht unfreundlich, aber es ist eben wirklich nicht so einfach, Kontakte zu schließen. Jetzt ist es so, meine Tochter ist jetzt aktuell in der 10. Klasse. Das heißt, man hat auch über die Schule keine Kontakte mehr. Also ich denke, wenn man kleinere Kinder hat und im Kindergarten eingebunden ist oder eben in der Grundschule, ist es sicher auch noch mal was anderes, weil dann eben auch über die Freundschaften der Kinder oft ja dann Freundschaften entstehen können.
Jetzt, wenn die Kinder eben älter sind, ist es eben viel schwieriger, weil klar, wenn die sich verabreden, da kommen jetzt keine Eltern mehr mit oder so, ist klar. Also das ist ein Punkt, der tatsächlich sehr unterschiedlich ist. Und was auch sehr unterschiedlich ist, wo man sich tatsächlich auch dran gewöhnen muss, in Anführungszeichen, ist, dass der Einkauf von Lebensmitteln zum einen sehr teuer ist und zum anderen auch in der Tendenz recht unattraktiv ist. Also wer bei uns in Deutschland schon mal in einem gut sortierten Edeka war oder selbst im Rewe, der weiß, wie Einkaufen aussieht. Hier sieht es faktisch sehr anders aus. Es gibt zwar die Supermarktkette Menü, die sind jetzt schon in der Tendenz eher an der Ebene dran wie bei uns in Rewe. Allerdings ist es auch so, dass die teuersten sind. Also und jetzt beispielsweise Coop Extra oder Rema Thyssen, das sind auch noch zwei große Supermarktketten, die es hier gibt. Die sind jetzt schon eher unattraktiv, wie ich finde, zum Einkaufen. Es gibt hier vorwiegend norwegische Produkte, also alles, was exportiert oder beziehungsweise importiert wird, also von anderen Ländern hier reinkommt an Lebensmitteln, ist extrem teuer. Beispielsweise Käse, also wir hier wollten eigentlich an Weihnachten Raclette machen, weil wir das immer machen. Also ein Päckchen Raclette-Käse, den es bei uns ja für, weiß ich nicht, 3 Euro oder so gibt, der kostet hier 20 Euro. Ein Päckchen. Und dasselbe gilt auch für französischen Brie oder so, da kostet so eine Ecke ruckzuck mal 8, 9, 10 Euro. Also alles, was von außerhalb reinkommt, ist sehr teuer. Man kann durch Mitgliedschaften in den Supermärkten relativ viel Geld sparen, weil man dann tatsächlich immer Rabatte kriegt auf bestimmte Lebensmittel, vor allem auch auf Lebensmittel, die man permanent kauft. Da hat man dann ganz oft mal also man hat dann so eine App, die man eben vorne einscannt, dann kriegt man immer da einen Rabatt drauf. Da kann man hier schon anfangen drauf zu gucken, wenn man das vorher nicht gemacht hat, weil eben so ein Einkauf eben schon recht teuer ist. Und es ist eben auch so, dass nicht immer alles verfügbar ist, so wie bei uns, sondern man muss schon gucken, was gibt es jetzt gerade an Gemüse. Und dann auch eben ist es immer eine Frage des Preises. Also es gibt hier Zeiten, da kostet eine Salatgurke auch 5 bis 6 Euro. Dann will man die natürlich nicht kaufen. Und auch die Bio-Lebensmittelsituation ist nicht so optimal. Also es gibt von Coop Extra, von der Supermarktkette, eine eigene Biomarke, die nennt sich Anglermark. Die haben auch Duschgel und Shampoo und Waschmittel und solche Sachen. Die sind dann auch, haben ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie ich finde. Aber beim Biogemüse beispielsweise, dann gibt es, wenn man Glück hat, mal so einen kleinen Kühlschrank in der Gemüseabteilung, wo dann ein paar Zitronen drin sind und wenn man Glück hat, eine Gurke und ein paar Äpfel und noch einen Salat und das war es dann auch und dann eben auch entsprechend hochpreisig. Also das ist ein wirkliches Thema mit den Lebensmitteln. Auch ist es hier so, dass es sehr fleisch- und auch fischlastig ist. Hier gibt es auch wirklich interessante Lebensmittel, so will ich es mal nennen. Also es gibt hier so eine Art Fischburger, Fischpfannkuchen. Die haben wir jetzt tatsächlich noch nicht probiert, weil ich jetzt auch eher davon ausgehe, dass da wahrscheinlich alle möglichen Fischreste da rein gemixt werden. Scheint aber hier ein totales Ding zu sein. Dann gibt es hier in Tuben, also wie so Senftuben, gibt es hier alle möglichen Formen von Käse drin. Also es ist so, ja, es ist so ein Schmierkäse. Den gibt es dann mit Chili-Geschmack, mit Schinkengeschmack, mit irgendwas. Also gibt es 10 bis 12 Geschmackssorten. Also im Winter gab es sogar mit Spekulatius. Also das ist schon auch so ein bisschen weird. Dann gibt es viel Pizza. Also die Norweger sind schon recht pizzaverrückt. Es gibt dann hier Grandiosa Pizza, ist glaube ich eine norwegische Marke. Und ja, die ist also in jedem Supermarkt in größeren Mengen vorhanden. Und was hier auch ein totales Ding ist, ist Tacos. Also hier gibt es den sogenannten Taco-Fredag. Dann gibt es also hier immer in jedem Supermarkt große Taco-Abteilungen, wo dann alles Mögliche dazu gibt. Ja. So, das ist das eine. Mit dem Brot beispielsweise ist es auch ein bisschen eine Umstellung. Also die Supermärkte haben Brot, das ist aber relativ weich. Also wenn man das so eindrückt, dann quietscht das auch so ein bisschen. Das funktioniert insofern ganz gut, wenn man es toastet.
Ansonsten haben wir hier 2 Bäckereien, die richtiges Sauerteigbrot anbieten. Das Brot ist dann auch wirklich, finde ich, sehr gut. Aber dann kostet eben ein Brot auch zwischen 6 und 8 Euro. Das ist dann so, wenn man gutes Brot möchte, dann muss man entweder selber backen oder das Brot eben für relativ viel Geld kaufen. Ja, was es noch gibt in den Supermärkten, ist so eine Abteilung mit Gummibärchen. Das sind so ganz, ganz viele Schütten. Hier ist es üblicherweise so, dass die Kinder sich freitags eine Süßigkeitentüte zusammenstellen fürs Wochenende. Und dann kann man eben aus diesen Schütten in so Tüten das machen, wie früher das bei uns auch an den Kiosken gab. Ja, das ist also auch in jedem Supermarkt vertreten. Also die Einkaufssituation ist hier tatsächlich anders, zum Teil teurer. Man muss es so ein bisschen rausfinden, weil man zum Beispiel, wenn man eben diese Mitgliedsgeschichten hat, da schon relativ viel Geld sparen kann, weil es eben auch viele gute Rabattaktionen, auch immer permanente Rabattaktionen für bestimmte Sachen gibt. Also das kann man dann tatsächlich empfehlen. Nochmal zum Herzug. Natürlich ist eine Sache hier ganz wichtig. In allen skandinavischen Ländern ist die sogenannte ID-Nummer. Wenn man keine ID-Nummer hat, kann man praktisch in dem Land eigentlich nichts machen. Und diese ID-Nummer braucht man für alles und jeden. Also man braucht sie, um ein Auto zu kaufen, man braucht sie, um ein Bankkonto zu eröffnen und in der Kommunikation mit der Schule, mit den Behörden. Also für alles braucht man tatsächlich diese ID-Nummer. Bei uns hat es ungefähr, ja, wir haben sie kurz vor Weihnachten bekommen. Wir haben sie direkt angemeldet Ende September, wo wir hierher gezogen sind. Und je nachdem, wie man hierher kommt, ist es eben sehr unterschiedlich. Wenn man herkommt und direkt einen Job hier schon hat, ist es, glaube ich, einfacher, diese ID-Nummer zu bekommen. Wir sind auf eigene Mittel eingereist. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viele Unterlagen vorweisen, also wie beispielsweise wie viel Geld wir haben, dass wir alle eine Krankenversicherung haben und hier dem System nicht quasi zur Last fallen, dass wir also Hochzeitsurkunden, Geburtsurkunden der Kinder, also das ist, sage ich mal, eher obligatorisch. Aber eben viele Sachen müssen dann eben vorliegen im Original, im Englischen übersetzt zum Teil. Und dann geht das Ganze von hier nach Oslo, die entscheiden dann darüber. Und also es hat bei uns eben knapp 2,5 Monate gedauert, bis wir diese ID-Nummer bekommen haben. Und diese 2,5 Monate waren, sage ich mal, schon wirklich schwierig, weil wir auch keinen Strom anmelden können, kein Internet anmelden konnten, gar nichts. Also wir waren dann eben auf den Goodwill unseres Vermieters hier angewiesen, dass der den Strom erstmal übernimmt. Und dasselbe mit Internet mussten wir uns eben mit Online-Daten erstmal über Wasser halten. Also das war das war schon eine etwas schwierigere Zeit. Dann hatten wir das Problem, dass wir hier einen Wasserschaden im Haus hatten. Also das hat uns der Vermieter dann so 4 Tage vor Umzug angekündigt. Das war auch hier in diesem Hauptraum, also eigentlich quasi genau da, wo ich jetzt gerade sitze. Das hat das Ganze jetzt auch nicht so einfach gemacht am Anfang. Die Zeit auch für die Schuleingewöhnung für meine Tochter war auch wirklich anstrengend, weil logischerweise mit der Sprache, sie hatte schon einen Sprachkurs gehabt, aber es ist natürlich einerseits eine Sache, in eine neue Klasse zu kommen, vor allem als Teenager ist, glaube ich, selbst in Deutschland schwierig. Und dann eben mit der neuen Sprache das Ganze noch zu machen. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Schulen hier sehr hilfreich sind, sehr unterstützend. Sie kriegt Unterricht in der Schule, nochmal Sprachunterricht und so weiter. Also da haben wir große Unterstützung erfahren. Das war sehr, sehr nett und freundlich. Und sie hat dann nochmal die Klasse gewechselt innerhalb ihres Jahrgangs und hat da jetzt auch gute Freundinnen gefunden. Aber auch für sie waren da viele Sachen dabei, die eben anders funktionieren. Also auch die Kommunikation der Kinder funktioniert anders. Es ist alles hier so ein bisschen reduzierter, würde ich vielleicht sagen. Und in der Schule, was ich auch ganz spannend finde, hier gibt es also keine Unterteilung, gerade in der weiterführenden Schule, nach Gymnasium, Realschule und Hauptschule. Hier sind alle Kinder bis zur 10. Klasse zusammen. Und danach teilt es sich auf in die Kinder, die eine Ausbildung machen und dann auf eine Fachschule gehen und die Kinder, die auf eine Schule gehen, um ihr Abitur zu machen und dann weiter zu studieren oder eben Beruf zu ergreifen.
Und was auch sehr schön ist, die Schulen stellen alles, also alle Kinder kriegen hier so ein Chromebook, sie kriegen Hefte, Unterlagen, alles, also man muss nichts besorgen. Die Kinder haben auch so einen Spind in der Schule, wo sie dann ihre Sachen zwischenlagern können. Und im Großen und Ganzen sind die Lehrer hier sehr jung, sehr engagiert. Es gibt immer 2 Lehrer pro Klasse und ja, es gibt viele Fächer wie beispielsweise Kochen im letzten Schuljahr oder auch, also die Naturwissenschaften sind hier in so einem Fach praktisch zusammengefasst und das ist auch immer alles sehr praxisnah. Da kommt dann mal ein Elektriker und erzählt was und dann wird es quasi anhand von computeranimierten Spielen, müssen die dann Leitungen verlegen und so. Also ich bin schon ziemlich begeistert davon, wie das Schulsystem hier ist. Es ist schon anders als bei uns, definitiv. Die Kinder, würde ich sagen, sind auch noch ein Stück kindlicher als bei uns. Also wenn ich jetzt den Vergleich habe, 9. Klasse Deutschland, 9. Klasse Norwegen, ja, dann sind auch so Sachen wie an Weihnachten, dass die Lehrer als Nikoläuse verkleidet den Kindern kleine Geschenke machen, einfach aus sich heraus. Also es ist, oder dass meine Tochter jetzt erzählt hat, dass sie jetzt in der 10. Klasse, haben jetzt den Klassenraum gewechselt und haben im Grunde genommen immer noch wie im Kindergarten bei uns so eine Art Geburtstagsschlange, wo jeder ein Bild drauf hat und das Geburtsdatum draufsteht. Ja, das sind so Sachen, die wären jetzt bei uns in Deutschland in der 9. Klasse im Gymnasium überhaupt gar nicht möglich gewesen. Das wäre irgendwie kaputt gemacht worden oder als die Kinder hätten es peinlich gefunden. Also das sind so Sachen, die hier wirklich anders laufen oder dass im Winter sind dann auch die Klasse einfach mal spontan, wo der See hier zugefroren war, zum Schlittschuhlaufen gegangen. Da wird dann einfach morgens gesagt, na, wir gehen einfach Schlittschuhlaufen und dann wird darüber marschiert. Und das ist sowieso so ein Thema, dass die Norweger extrem viel draußen sind in der Natur. Also das nimmt einen sehr, sehr großen Teil der Kultur auch ein. Dass also hier ständig alle irgendwie bei Wind und Wetter tatsächlich draußen sind und laufen. Wir haben hier eben um die Ecke so einen relativ großen See, um den man laufen kann. Und es ist egal, zu welcher Tages- und Nachtzeit man da vorbeiläuft. Es sind immer Leute unterwegs. Ja, klar, natürlich die mit Hund, aber eben auch viele Ältere, die walken, die joggen. Es gibt Leute mit dem Rollstuhl, mit Rollatoren. Also alle sind hier wirklich immer unterwegs, eben auch viele Ältere. Also es gibt hier schon tatsächlich so einen sehr, was die Bewegung betrifft, gesunden Lifestyle, würde ich sagen. Und war auch eine der ersten Dinger, die wir hier gemacht haben, dass wir uns Funktionskleidung gekauft haben, was wir in Deutschland nie hatten. Vielleicht mal eine Softshelljacke, aber hier ist es tatsächlich so, also ohne Regenhose, ohne Regenjacke, ohne Wanderschuhe kommt man nicht weit, weil eben alle immer draußen sind und man selber auch eben viel mehr rausgeht, weil wir natürlich auch eine unglaubliche Natur hier um uns herum haben. Also wir haben ja hier den, finde ich, großen Vorteil, dass wir, wenn wir so 5 bis 10 Kilometer rausfahren, haben wir eine ewig lange, große, kilometerlange weiße Sandstrände. Das Gebiet nennt sich Jären. Die sind ja einfach wunderschöne Strände, vergleichbar mit den Nordseestränden. Also wir sind früher immer nach Langeoog gefahren. Das sind schon so große Strände mit Dünen auch. Dann haben wir 1 bis 1,5 Stunden Fahrt in die Berge. Das heißt, wir sind dann direkt am Skigebiet. Man sieht die Berge hier auch je nach Wetterlage sehr gut, wie schneebedeckt die noch sind von hier. Und natürlich haben wir hier überall auch den Fjord. Ja, also man kann auch überall hier an den Fjord gehen mit kleinen Stränden. Also wir haben schon sehr viel Natur. Wir haben hier überall diese Seen auch, um die man spazieren kann, Wälder. Also im Grunde genommen haben wir alles. Wenn wir hier so 20 Kilometer rausfahren, sieht es im Grunde genommen aus wie in der Schweiz. Und ja, also das ist schon eine ziemlich große Vielfalt, die auch was mit einem macht und die einen auch total motiviert, rauszugehen, ganz klar. Wettertechnisch und helligkeitstechnisch, dazu könnte ich jetzt noch mal was sagen. Also wie gesagt, wir sind eben hier im Südwesten. Das heißt, wir sind vom Wetter her gar nicht so sehr viel unterschiedlich wie in Deutschland. Wir sind, glaube ich, relativ vergleichbar mit Schottland oder England, was das Wetter betrifft. Stavanger ist, glaube ich, die zweitregenreichste Stadt in Norwegen nach
Bergen. Also es regnet hier schon oft. Also gerade in den Wintermonaten regnet es oft. Es wird aber hier dank des Golfstroms nicht wahnsinnig kalt. Also wir hatten jetzt im letzten Winter hier schon einige Zeit Schnee und es waren vielleicht so -4, -5 Grad. Da hat mir jeder aber gesagt, das wäre total ungewöhnlich. Normalerweise gibt es hier gar nicht wirklich Schnee oder mal einen Tag, zwei, weil es hier meistens eben so um die 0 Grad, mal bis maximal -3 Grad geht. Ansonsten ist es hier immer relativ mild. Wir haben jetzt beispielsweise, gut, heute regnet es komplett, aber so 18 Grad. Im Sommer oder im Mai hatten wir ein paar sehr schöne Tage, da waren es dann auch mal 30 Grad. Wir haben hier immer einen leichten Wind, was ich persönlich sehr angenehm finde. Und wer so ein Nordseewetter mag, so ähnlich ist es im Grunde genommen hier das Wetter. Und was die Dunkelheit betrifft, ist es so, ja, im Sommer ist es lange hell. Also jetzt im Moment fängt es wieder an, dass es dunkler wird. Also jetzt ist es hier so ab 10 Uhr dunkel oder halb 10. Im Sommer war es jetzt schon so bis 12, halb 1 hell und wird dann auch nicht so ganz so richtig dunkel, was uns tatsächlich nichts macht, weil es auch so ist, bei uns im Haus sind überall in den Schlafzimmern diese Verdunklungsrollos. Da kommt dann auch kein Licht durch und man kann ganz normal schlafen. Und andererseits ist es natürlich sehr, sehr schön, dass es so lange hell ist abends, weil man bekommt dann schon ein bisschen anderen Rhythmus, weil man viel länger wach bleibt und eben aber auch lange noch Sachen machen kann draußen. Das ist halt schon richtig schön. Und im Winter, ja, da würde ich sagen, wird es vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde früher dunkel als in Deutschland. Aber so wahnsinnig groß ist der Unterschied dann nicht. Also das macht jetzt hier nicht viel aus. Wie gesagt, Südwesten, je nördlicher man hochgeht, umso unterschiedlicher ist es natürlich und umso extremer wird es dann auch, sowohl vom Wetter als auch vom Hell-Dunkel-Thema her. Ja, was gibt es noch zu berichten? Interessant ist, dass wir eigentlich immer gedacht haben, ja, wir fühlen uns nicht als Deutsche, wir wollen noch mal was anderes erfahren, wir wollen eben ein anderes Land erfahren, sind dann hier gelandet. Und das wird einem wahrscheinlich jeder Auswanderer sagen, dass man sich nie so deutsch fühlte, wie wenn man nicht mehr in Deutschland ist und auch vielen deutschen Sachen ja, im ersten Schritt nachtrauert, weil es natürlich so ist, dass man die deutsche Kultur verinnerlicht hat. Man ist als Deutscher sozialisiert und man merkt natürlich diese Sozialisierung tatsächlich erst dolle, wenn man nicht mehr in diesem Umfeld sich befindet. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was mir im Vorfeld, was ich nicht so auf dem Zettel hatte. Ja, man sagt ja immer, ja, Auswandern löst keine Probleme. Das ist auch faktisch so. Also wenn man mit sich, seiner Familie, seinen Lieben hier nicht klarkommt, wird man das unter dem Stress einer Auswanderung garantiert dann vor Ort überhaupt nicht klarkommen. Das ist klar, weil der Stress, der auf das Gesamtsystem Familie einwirkt oder auch auf jeden Einzelnen dann eben durch diese Auswanderung, durch diese komplette Neuorientierung in einer Kultur, in der man eben die ganzen unausgesprochenen Themen nicht verinnerlicht hat, mit denen man beispielsweise in der eigenen Kultur aufgewachsen ist, ist es eben schwierig. Also man ist ständig an der Grenze. Natürlich kommt dazu, man muss die Sprache lernen. Hier ist es tatsächlich so, dass alle sehr, sehr gut Englisch sprechen. Also man kommt mit Englisch hier hervorragend zurecht, aber man hat natürlich trotzdem, oder wir haben den Anspruch, die Sprache zu lernen. Jetzt ist Norwegisch, glaube ich, nicht ganz so schwer für uns als Deutsche zu lernen, aber Norwegen hat das Thema, dass es hier eben sehr, sehr viele Dialekte gibt und dann die Sachen eben sehr unterschiedlich ausgesprochen werden, was es für uns als Laien dann erstmal wieder schwierig macht. Man kann die Sprache nach Lehrbuch, aber man versteht es dann trotzdem nicht, wenn jemand mit einem komischen Dialekt um die Ecke kommt. Also dieses Thema ist eins, was einen schon sehr, sehr durchrüttelt und was auch anstrengend ist, was lange anstrengend ist. Und und wo man sich tatsächlich oft den Gedanken macht, ach, gehen wir wieder zurück nach Deutschland, weil es eben einfacher ist, weil es erholsamer ist, weil man eben
ganz viele Sachen genau weiß, wie sie funktionieren, weil man genau weiß, in welchem Kontext sie geschehen. Und hier ist eben alles neu. Man muss sich mit allem Neuen ständig auseinandersetzen, sich Sachen übersetzen, überlegen, wie funktioniert das, nachfragen. Also das ist anstrengend. Und ich glaube, wenn man jemand ist, der nicht gerne Veränderung mag oder nicht gerne Neues mag, dann ist gut, der würde vielleicht auch nicht oder die würde vielleicht auch nicht wirklich auswandern wollen. Ja, aber man verlässt eben im wahrsten Sinne seine Komfortzone und man verlässt vor allem auch seine Sicherheit. Und das ist ein wichtiges Thema, weil man, egal wie man sich dann in Deutschland fühlt oder ob man da rummeckert oder sonst was, aber man fühlt sich in sich sicher. Also man ist eben sicher in seiner Sprache, in seinem Humor, in seinem ganzen kulturellen Kontext und man kommt in ein anderes Land. Und selbst Skandinavien, was ja vordergründig eben, was ich ganz am Anfang gesagt habe, scheinbar nicht so sehr unterschiedlich ist in der Kultur wie beispielsweise im asiatischen Raum, ist es unterschiedlich. Und man kommt ins Schlingern und man weiß nicht, ja, was ist jetzt hier los? Also das ist anstrengend und das ist selbst nach einem Jahr anstrengend. Also wir haben jetzt ein Jahr fast hier, also ich glaube 4 Wochen fehlen uns noch und wir haben wirklich viel geschafft in diesem Jahr an Adaption und an Herausfinden, wie Sachen funktionieren. Auch dieses Thema, wo kaufe ich was ein, wo kriege ich was, wie funktioniert es mit dem medizinischen Bereich, wie funktionieren Autoversicherung, Hausversicherung, wie funktioniert hier auch Miete, all solche Sachen, Hauskauf, das ist alles anders und ja, da ist wirklich eine große, hohe Lernkurve, in der man sich befindet und in der wir uns selbst nach einem Jahr immer noch befinden. Und wo wir ausgewandert sind, haben wir gesagt, wir geben uns 1 bis 2 Jahre, um zu entscheiden. Und sind tatsächlich jetzt an der Situation nach einem Jahr, dass wir jetzt nicht entscheiden könnten, ob wir hier bleiben oder wieder zurückgehen wollen, weil dieses Jahr viel zu kurz war, viel zu schnell rumging und viel zu viele Sachen da drin waren, die man erstmal verstehen musste. Und ich glaube, jetzt sind wir an so einem Punkt, wenn das nächste Jahr anfängt, also das sogenannte zweite Jahr, dass man dann tatsächlich erst überlegen kann, ist das hier was für uns oder ist es nichts, weil man eben so langsam angekommen ist nach einem Jahr, so langsam versteht, wie Sachen funktionieren, Kontakte hat, auch versteht, wie Kontakte hier funktionieren oder auch nicht funktionieren. Und ja, also es mag sein, dass es für Leute, die auswandern und dann direkt hier auch in den Job gehen und dann eben sehr stark schon eingebunden sind, für die mag das in vielen Bereichen vielleicht leichter sein, weil man schneller Kontakt zu Kollegen hat, viel schneller die Sprache lernen muss, als es jetzt bei uns der Fall war. Aber ja, es dauert einfach seine Zeit. Ich glaube, es hat auch was mit dem Alter zu tun. Ja, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Mitte 20 ist, Ende 20 und dann erstmal mit dem Camper hier rumfährt und sich irgendwas sucht, dann hat man auch nicht solche Ansprüche vielleicht, wie wir die jetzt haben, in einem Alter, wo die meisten Leute ja irgendwie vielleicht dann schon anfangen, in Rente zu gehen oder so und ihr eigenes Haus beispielsweise in Deutschland auch schon haben. Das ist sicher auch nochmal ein Unterschied, ganz klar. Also wenn man jünger ist und mit jüngeren Kindern auch geht, ist es auch, denke ich, einfacher. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, immer sehr, sehr individuell. Ja. Und letztendlich bleiben natürlich Themen, die man mitgebracht hat, auch hier erhalten. Und ja, zum Beispiel ein Thema ist auch, dass man sehr weit weg ist. Also wir haben ja früher in der Mitte von Deutschland gewohnt, was insofern schön war, wenn man in Urlaub gefahren ist, dass man überall relativ schnell hinfahren konnte. Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, also alles war ja in so einem Kreis um uns rum. Und mittlerweile ist es natürlich so, wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt, muss man schon mal von hier jetzt mindestens 1000 Kilometer fahren, um überhaupt erstmal in Deutschland zu sein. Oder wenn man fliegt, was natürlich die schnellere Variante ist, dann fliegt man erstmal nach Frankfurt und muss dann von Frankfurt gucken, wo will man eigentlich hin. Dann hat man wieder die Thematik mit dem Auto vor Ort und so weiter. Also auch das Reisen von hier wird schwieriger oder länger, klar.
nochmal, es gibt natürlich nicht alles Perfekte in allem, das ist auch klar. Ja, aber es gibt eben Punkte, die einem dann auffallen, wenn man woanders ist und sagt, ah ja, gut, sind wir eigentlich die, die ständig Skifahren gehen, die ständig wandern gehen? Nee, eigentlich sind wir das gar nicht. Ja, wir haben jetzt das Meer vor der Haustür. Nutzen wir es so viel, wie wir dachten? Nee, natürlich auch nicht. Ja, also zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, dass so eine Auswanderung tatsächlich ein Abenteuer ist. Das war auch unser Ansatz daran, zu sagen, wir wollen nochmal ein Abenteuer haben. Und Abenteuer sind natürlich nicht smooth und nicht alles super. Interessant ist auch, wenn man sich mit anderen Auswanderern trifft oder ja, man hat ja jetzt hier viele Auswanderer, gerade in unserer Stadt sind viele Expats, viele aus Amerika, viele aus Großbritannien, aber auch Deutsche. Und jeder nimmt natürlich so eine Auswanderung sehr unterschiedlich wahr. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Es ist immer eine sehr individuelle Situation. Es spielt immer eine Rolle, was jeder persönlich mit sich mitbringt in ein neues Land. Ob dann Sachen funktionieren oder nicht, auch wie gut man sich anpassen kann, wie gut man sich vielleicht auch zurücknehmen kann in seinem eigenen Anspruch an bestimmte Sachen, die man vielleicht gewöhnt ist. Also es ist ein Abenteuer und es bleibt ein Abenteuer und die Frage der Thematik, wo ist meine Heimat, kommt in solch einem Kontext noch mal viel stärker auf, als sie jemals wirklich im Kopf war. Also ist meine Heimat Deutschland, ist das hier meine Heimat? Wird es jemals eine Heimat werden, wenn ich hier nicht groß geworden bin? Kann sie das noch werden? Wie viele Jahre brauche ich, um das zu meiner Heimat zu machen? Wenn das ein Thema ist, aber ich glaube, solche Gedanken spielen schon bei jedem mehr oder weniger eine Rolle. Und ja, auch die Frage des Älterwerdens. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, wenn man sehr jung ist und irgendwo hingeht. Wenn man aber in ein bestimmtes Alter kommt, wo man mitkriegt, ja, Freunde oder Verwandte werden krank oder sterben, man ist nicht dabei, man ist nicht da. Das ist auch ein Aspekt, den man als junger Mensch, glaube ich, nicht so auf dem Zettel hat, aber der sich in unserem Alter dann schon auch zeigt. Und auch für einen selber, wo will man sterben? Das ist jetzt irgendwie eine krasse Frage und man hofft natürlich, dass das noch weit entfernt ist, aber sind alles Gedanken, die natürlich trotzdem mit in den Kopf kommen in solchen Umbrüchen. Ja. Und dann eben auch, wie fühlt sich der Rest der Familie? Wollen die hier bleiben, wollen die nicht hier bleiben? Also wenn man alleine irgendwo hingeht, ist es, glaube ich, einfacher. Wenn man zu viert ist oder wie viele auch immer, dann ist man eben ein Bündel von unterschiedlichen Charakteren und unterschiedlicher Wahrnehmung und ja, dem muss man ja irgendwie gerecht werden. Also insofern glaube ich, ist es natürlich auch noch mal einfacher, wenn die Kinder jünger sind oder sehr klein sind, weil die sich dann einfach leichter auch adaptieren können. Ja, ich hoffe, dass euch hier meine Gedanken so ein bisschen interessiert haben. Wenn ihr Fragen habt oder noch Aspekte, die ihr gerne noch mal genauer erörtert haben wollt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentierungen rein, freue ich mich auf jeden Fall. Lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und ja, dann freue ich mich, wenn ihr was mitnehmen konntet, bleibt gesund und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin.